Te vas a acordar de mí cuando te va a dar hambre en unas horas. Und herzlich willkommen zum 61. Mal bei unterwegs daheim. Zurück aus unserer kurzen Winterpause hier. Wir reisen Podcast auf Schweizerdeutsch mit der Larissa, mit dem Erik. Wir befinden uns in Nicaragua, in San Juan del Sur. Wir erzählen euch im nächsten Podcast über San Juan del Sur. Auf einen Satz, den der Erik gesagt hat, zurückzukommen, für die, die nicht Spanisch verstehen. Heisst übersetzt, du wirst dich an mich erinnern, wenn du Hunger hast. Und diesen Satz hat eine Verkäuferin in einem Reisebus gesagt. Wir wissen nicht mehr genau in welchem Land. Honduras. Wahrscheinlich Guatemala, Honduras, irgendwo dort rum. Kommen immer ganz viele Verkäuferinnen rein und ja, Snacks anbieten. Und dann hat sie Sandwich verteilt und dann hat die vordere Person gesagt, nein, ich möchte kein Sandwich, merci. Und dann hat sie einfach halt so ein bisschen schnippisch die Antwort zurückgegeben, wirst du dich schon noch mehr erinnern, wenn du Hunger hast. Das ist ein richtiger Mutterton. Ich habe das dann gesagt, gell? Aber sie haben sich persönlich gar nicht gekannt. Aber hat die Verkaufsstrategie hier im lateinamerikanischen Raum ziemlich gut beschrieben. Irgendwie etwas zwischen bedrohend und bemutternd. Genau. Die ganze Sache, genau. Ja, wir haben ihn verlassen, letztes Mal noch vor Weihnachten, beziehungsweise haben noch an Weihnachten heute ein Geschenk da gelassen. Haben dann eine Woche Pause gemacht und sind jetzt hier schon wieder im Jahr 25 angekommen und haben ihn verlassen. Guatemaltekische, honduranische Grenze. Habe ich die Adjektiv richtig gebraucht? Ich vermute es, ja. Ich hoffe es. Und zwar hatten wir dort einen kleinen Struggle bei der Einreise und haben dort, was war es, am Morgen um 7 Uhr, wo er 3/4 der Reise, sage ich jetzt mal, eigentlich ist durch von diesem Reisetag, haben wir ihn verlassen. Und würden dann jetzt wieder einsteigen, wo wir dann eigentlich schlussendlich einreisen auf Honduras. Dann haben wir etwa 2-3 Stunden Grenze gewartet haben. Und ja, dann den Bus versucht zu nehmen auf Honduras rein. Oder auf San Pedro. San Pedro Sula. Wir haben uns nämlich vorher noch schnell so ein bisschen schlau gemacht. Ja, welche Orte man eigentlich auf dem Weg Richtung Nicaragua in Honduras einen Zwischenhalt machen kann. Wir fügen die ganze Zeit Haare ins Mund. Es sind echt 2 grosse Städte, nämlich eben San Pedro Sula und die Hauptstadt Tegucigalpa, wo wir letztes Mal das Ende des Podcasts noch aufgenommen haben. Und die Einreise mit dem Bus so ist eigentlich sehr unproblematisch gegangen. Und als wir aber dann in San Pedro Sula ausgestiegen sind, ist es immer ein bisschen hektisch zu aussteigen. Wenn man so einem kleinen Kollektiv um eine Minivan unterwegs ist, sagt man einfach so, jetzt geht hier raus, schießt quasi den Rucksack an, dann bist du einfach irgendwo. Und wir haben eigentlich jetzt dieses Mal nicht etwas vorbuchen können. Wir haben gefunden, wir haben etwas Zweckmässiges. Und ja, schauen, ob wir gerade an ein Hotel herlaufen. Wir haben beide kein Internet, die Karte nicht runtergeladen, das Ganze ein bisschen schwierig gemacht. Wir sind aber dann an ein Hotel hergelaufen, wo, ja, was war die Übernachtung? 12-13 Franken. Für beide zusammen ein Privatzimmer. Ja. Und es war sehr hektisch, als wir dort ankamen. Also es war alles andere als die Ruhe, die wir in Belize auf Key Colker eigentlich noch hatten. Wir waren mitten im Kuchen dort drin. Es hat mega viel Merit, sehr viele Kleider, die verkauft wurden, Gemüse, Früchte, alles Mögliche. Und ja, es war wirklich ein riesen Wirrwarr. Wir sind in Richtung Mais reingelaufen und wir müssen noch bedenken, wir sind mittlerweile über 24 Stunden unterwegs gewesen. Wir hatten entsprechend wenig Schlaf gehabt. Also es war die Nacht, wo wir irgendwie um 2 Uhr morgens müssen an der Bushaltestelle schlafen. Oder eben nicht schlafen, sondern wach bleiben sind wir eher. Im Bus etwas geschlafen, dann in diesem Schlamm rausgelassen worden und entsprechend durch sind wir gewesen. Und ich sage jetzt auch nicht so riesen Sightseeing motiviert. Ja. Von dem her ja, ist es sicher sehr erholsam, dass wir endlich einchecken konnten. Ja, das ist so. Und eigentlich auch nicht gross Sightseeing machen. Und ja, ein bisschen rumgelaufen im städtlichen Eindruck bekommen. Aber schlussendlich hat es sich ziemlich gut zusammengefasst, dass es so eine lateinamerikanische Stadt ist eigentlich, mit aber für uns einem sehr indischen Flair. Ja, und zwar eher so ein bisschen von der, jetzt habe ich einen negativen Punkt, aber so ein bisschen von der Attitude, also von der Art und Weise, wie die Leute getroffen waren. Es war sehr laut, es war sehr ein Gedränge. Also es ist recht rücksichtslos. Ja, rücksichtslos. Es war halt so eine Einbahnstraße, links und rechts Läden auf der Straße, sehr eng. Und dann hat man sich einfach durchgedrückt und irgendwie haben wir nicht so einen warmen Start jetzt gehabt. Honduras. Ja, aber eben, ist wahrscheinlich, wenn du irgendwo in
ja, in Raschauer irgendwo ins Zügel einsteigst in Bern oder in Zürich, das ist auch nicht der beste Eindruck von der Schweiz, was es schon noch gibt. Was wir aber dort das erste Mal entdeckt haben, in so einem zentral- oder lateinamerikanischen Land, sind die Resale Brand Stores. Und die hat es jetzt auch hier eigentlich in Nicaragua. Das sind einfach so Läden, die von aller Welt wahrscheinlich so Päckchen an Markenkleider einkaufen. Sondern wahrscheinlich USA, hätte ich gesagt. Ziemlich das ist sicher, gut dass die möglich. USA die so grosse Restposten einkaufen eigentlich. Es sind wirklich so Restposten und teilweise also wirklich sehr gute Markensachen, die man dort für 2-3 Franken irgendwie einen Hollister-Top kaufen kann. Und dort sind wir noch so ein bisschen durch die Läden gegangen, haben aber dann gleich mal den Rückweg angetreten und haben uns noch ganz ein feines Nacht gegönnt. Nämlich Pizza und Burger. Und das haben wir dort noch vor Ort gegessen. Oder haben wir das mitgenommen? Ja, das haben wir mitgenommen. Wir konnten sogar knapp bestellen am 8. Stimmt. Das war schon sehr speziell. Wir haben gedacht, wir haben ein bisschen spät Mittag gegessen. Wir gehen auf die 7, 8 eine Hurtig zur Nacht holen raus. Wir wollten noch fast ein bisschen später gehen. Wo wir rausgegangen auf die 4 vor 8 war alles zu. Ja. Der eine Burger King, der wollte gehen, der Mac, ich weiß nicht mehr, was es war, hat auch schon zu. Wir mussten in einen anderen gehen. Und irgendwie war es wirklich ein bisschen gespenstisch. Es war wirklich alles um 8 Uhr einfach zu. Wenn wir nach einer Pizza hatten, sind wir gelandet. Der hat dann auch dazu da, wo wir bestellt haben. Das war noch die letzte Bestellung. Also, hat eben auch so mit Gitter effektiv zugetan. Nicht irgendwie so wie gemütliche Feierabendstimmung, sondern es war mehr so, es wird jetzt dunkel, die Straße soll sich leeren. Ja, es war ein barrikadiert, das Ganze. Aber so normal ist in den lateinamerikanischen Läden, dass man die Store runtertut und nicht bei uns einfach die schönen Glasscheiben hat als Türen. Und jetzt, bevor wir euch noch etwas zu Tegucigalpa, Hauptstadt von Honduras, erzählen, haben wir noch so ein paar Facts zu Honduras, obwohl wir eigentlich nicht so viel vom Land haben gesehen, darum gehen wir jetzt da nicht tief ein. Aber Honduras hat 10 Millionen Einwohner. Und die Währung, weißt du noch, wie sie heissen? Ich bin nicht es klingt wie Lepra, aber es ist nicht Lepra. Es ist Lumpini. Nein, Du bist näher dran, Lempira. Es gibt so gewisse Währungen, die wir uns auf dieser Reise einfach effektiv nicht mehr daran erinnern, was wir dort gezahlt haben, vor allem wenn wir nicht längere Zeit an diesem Ort verbracht haben. Es wird auch eine von denen sein. Und Honduras hat leider eine der höchsten Mordraten auf der ganzen Welt. Das eigentlich vor allem aufgrund von Drogen- und Bandenkriegen. Und mir hat es gedacht, wir hat schon so ein bisschen eine angespanntere Atmosphäre gemerkt, als wir in anderen Ländern wahrgenommen haben. Ja, es ist nicht so der locker, stereotypisch Latino-gemütliche Vibe gewesen. Nein, es war so ein bisschen das Angespannte irgendwie, was wir schon jetzt in San Pedro gemerkt haben. Und da kommen wir, glaube ich, jetzt zurück. Was hast du noch jetzt Effekte? Nein, das wäre sie. Genau, dann zu Tegucigalpa, wo wir nachher schon ein bisschen mitgenommen haben. Da seid ihr live dabei gewesen, eigentlich, dort, wo wir sie angekommen. Dort haben wir den letzten Podcast aufgenommen. Und da haben wir ziemlich einfach einen Bus können, natürlich, weil die 2 grössten Städte natürlich gut miteinander verbunden sind. Ein normaler Reisebus war sehr angenehm, irgendwie 5, 7, 8 Franken kostet, also wieder nichts für eine 5 Stunden Reise. Sie sind dort angekommen, irgendwo im Terminal. Nein, im Terminal eben. Ja, stimmt. Und dann haben wir gedacht, das Terminal, also Busterminal, sind meistens irgendwie, ein bisschen Läden und weiss nicht was und so. Nein, es war einfach eine Strassenecke, wo wirklich alle Busse von dieser Company gehalten sind. Von dem her, wir sind wirklich nirgendwo angekommen, aber sie haben es eben lustigerweise als Terminal bezeichnet. Und wir sind dort rausgeschossen worden, wieder immer noch ohne Internet natürlich. Und ich dachte, wir haben nicht genau gewusst, ob wir direkt weiter wollen oder noch eine Nacht hier machen wollen. Haben wir noch schnell entschieden, als wir dort angekommen sind, in die Umgebung gesehen haben, wir gehen am nächsten Tag weiter und entsprechend auch das Hotel in der Nähe gesucht, was es ein bisschen schwierig gestaltet hat, weil wir unbedingt Internet gebraucht und das klingt jetzt ein bisschen verzweifelt, aber wir haben hier eine Aufgabe mit euch und den letzten Podcast, den wir eben aufgeladen haben, haben wir unbedingt noch aufladen dort in Honduras, dass es zeitlich reicht. Von dem her haben wir dort eben irgendwann mal ein Hotel gefunden mit Internet und auch irgendwie 15, 16 Franken war es. Ja, und eben, ich glaube, wir haben uns dort noch weniger sicher gefühlt als in San Pedro Sula, weil sogar die Einkaufsläden, die hast du gar nicht richtig betreten, sondern einfach so Gitter vor dran gehabt. Das Gleiche war, wir haben auch noch etwas zu essen gesucht und haben wie
gemerkt, so wie, okay, komm, wir gehen nicht raus, wenn es dunkel ist. Ich fühle mich uns wirklich nicht sicher. Haben wir schon ein bisschen angetönt. Und dann sind wir noch in ein chinesisches Restaurant gegangen. Gracias! haben wir das ja schon so ein bisschen angetönt, sind ins chinesisches Restaurant gegangen. Und auch der Umgangston, der war so unglaublich harsch gewesen, weil viele Läden werden eigentlich von chinesischen Immigranten geführt, haben wir auch gemerkt. Und die hat irgendwie nicht so Bock, kann nett sein und hat uns da Fried Rice quasi angeschossen. Wir haben aber dann eine riesige Portion Reis gehabt, das ganz gemütlich im Hotelzimmer gegessen. Wo du hast probiert, den Podcast aufzuladen. Ja, genau. Aber es war wieder so ein Moment. Wir haben es dann schon angekündigt im letzten Podcast, wo wir einfach haben gemerkt haben, hey, es ist jetzt so ein Moment, wo wir eben gescheiter jetzt nicht mehr rausgehen, wenn es dunkel ist. Weil, ja, eben, du hast in einer kleinen Tienda Chips durch ein Gitter durchkaufen, weil einfach alles hinter Gitter war, weil sie auch dort gewisse Erfahrungswerte hatten, schon bereits. Dann haben wir uns eben dort gemütlich Abend gemacht und dann am Morgen früh, möglichst früh wieder weiter wollen. Wir haben gewusst, es gibt einen längeren Reisetag. Wir wollten bis auf León in Nicaragua kommen. Und dann haben wir uns auch ein bisschen durchgefragt, weil eben dort es gibt so ein Hauptbus-Terminal, musst dich ein bisschen durchfragen, musst ein bisschen wissen, welcher Strassenecke der Bus haltet. Der haltet auch eine halbe Stunde. Ja, nach 3-4 Stunden warten ist er dann mal gekommen. Und er hat uns dann gesagt, ja, dann fahrt in die Richtung, nicht auf Leon, oder eine Grenze direkt selber, sondern du wirst da eigentlich von Bus zu Bus hin und her geschossen. Du musst einfach sagen, du hast eine Grenze. Und dann, wenn der richtige Zeitpunkt ist, wirst du angemögt und der Rucksack wird rausgeschissen und rausgeschossen. Oder im besten Fall, die sind in den nächsten Bus transportieren. Es ist zwar auch sehr hektisch, aber es funktioniert bis jetzt eigentlich nahtlos. Genau, es funktioniert alles irgendwie. Ja. Und es ist für uns ja auch gäbig, wenn wir nicht noch einmal neu warten müssen, bis der Anschluss kommt. Wenn sie sehen, der Anschluss ist hier, der will dorthin, also gut. Genau. Das Einzige, was das Problem ist, die haben natürlich keine Toilette. Hockst auf der Blase 3 Stunden lang und dann denkst du, jetzt kommen wir endlich an. Und dann heisst es, nein, müsst raus, müsst auf den nächsten. Und dann bist du noch mal weitere Stunde irgendwo einen Bus eingedrückt. Und im besten Fall ist noch der Rucksack, den du auf die Blase drückst, auf den Schoss musst haben. Ist so. Ja, aber auf dieser ganzen Reise haben wir, glaube ich, eine Stunde mal schnell 20 Minuten Pause gehabt, für irgendetwas zu holen, zu essen oder so. Weil wir erst wirklich nahtlos weitergereist. Hier ist mir jetzt so ein richtiger indischer Geruch in die Nase gekommen. Es ist nämlich ein indisches Restaurant hier. Ah, wirklich? Mit irgendwie Ranchera-Musik oder so von hier. Ja gut, ein Grenzübergang ist eigentlich recht easy gegangen. Wir sind dort ausgereist aus Honduras. Sehr laut hier, der Strandpromenade, jedes Restaurant voll laut Musik, ohne Leute drin. Und ja, wir sind dort ausgereist, es ist sehr gäbig gegangen. Wir haben uns dann noch einen kleinen, ich würde mal sagen, Luxus gegönnt, weil es mehr unangenehm war. Aber es hat uns dann es hat sehr viele so Velotaxis dort, Rikschas, wie wir es auch bei uns am besten beschreiben, die einem da hin und her fahren zwischen den 2 Grenzposten oder den Migration-Büros. Und dann haben wir zuerst gedacht, ja, müssen wir nicht unbedingt haben, wir können das ja laufen. Und dann haben wir wieder so eine Situation wie in Nepal, wo wir schon gedacht haben, hey, aber uns kostet es irgendwie 1 Franken. Dass er uns hier zwischen den 2 Grenzen rumfährt. Kostet uns nichts, ihm gibt es eine Arbeit, ihm gibt es etwas zu tun. Ja, es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn er trotzdem einen Hogger im wirklich 1 Stundenkilometer Tempo rauffährt, weil er kaum schalpen. Ja. Und dann bist du so in diesem riesen Zweifel, hey, ist es jetzt richtig, dass man dort so einen Fahrer unterstützt? Oder ist es dekadent, sich da hier für eben wir haben noch Trinkgeld gegeben, schlussendlich waren es 2 Franken, was auch nicht nach viel tönt, aber schlussendlich ist es das Doppelte, oder? Ja, ist es komisch oder nicht? Wegen dieser kleinen Umfrage, macht ihr mal eine an euch. Hättet ihr so ein Velo genommen für eine Strecke von 500 Meter, überzufahren mit Rucksack und allem? Oder hat er gesagt, hey, nein, das ist mir zu dekadent? Ja, halt mit dem Aspekt, dass man gleich eben die Arbeit unterstützen dort. Das ist so. Ja, aber nach der Ausreise ist eigentlich sehr einfach gegangen, wie es ist bei diesen Grenzübergängen. Man hat immer zuerst den ersten Posten von dem Land, das man verlässt. Also zuerst geht man bei Honduras Immigration oder Migration her. Und dann läuft man in der Regel weiter. Oft sind sie nicht nebeneinander. Und jetzt haben wir dann noch zu der Immigration von Nicaragua müssen. Und was ich aber recht schön finde, wenn man so in ein Land laufen kann. Einfach die Grenze zu Fuß überschreiten. Das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt auf dieser Durchreise von Belize her. Und ich weiss auch nicht, wir waren oft die Einzigen, die irgendwie da durchjumpeln. Aber ich finde, es
es gibt halt so ein bisschen ein Abenteuergefühl, als wenn du einfach von A nach B geschattelt wirst. Und dann auch bei der Immigration in Nicaragua ist es ein bisschen lang gegangen. Aber ich glaube nicht, weil das irgendwie an uns wäre gelegen, sondern weil der Immigration Officer nicht so der Schnellste war. So motiviert war, genau. Nein. Das Einzige, was ihr müsst beachten, wenn ihr einreist auf Nicaragua, wahrscheinlich Landweg wie Flugweg, über den Luftweg, ist, ihr müsst jeweils pro Person $13 und wirklich US-Dollar in Bar dabei haben. Und das dann so zahlen als Einreisegebühr. Und die Noten dürfen also nicht knick sein, nicht für was auch immer, für Eingriss oder so. Also der eine 20 hätte er uns zurückgegeben, hätte ich nehmen. Das ist noch als kleiner Tipp, wenn ihr da auf Nicaragua einreist, dass ihr da sicher Dollar dabei habt. Das ist so. Ja, und dann haben wir es geschafft. Wir haben unser Zielland erreicht. Und wir sind ziemlich früh losgegangen, weil das Ganze jetzt ein bisschen besser geplant als die letzte Reise. Und haben dann unseren Weg Richtung León angetreten. Und sonst noch so ein paar Facts zu Nicaragua. Die hast jetzt du das mal rausgeschrieben. Genau. Hast du mir die wollen? Ja, ich kann die schon her, aber dann muss ich in eine Wand kommen und dann kann ich ein bisschen die Sachen ablesen. Also nicht mehr ganz präsent. Genau, eben Nicaragua. Jetzt habe ich wilde Haare, fällt mir auf. Ja, wir sind ja die ganze Zeit im Gesicht. Hey, es ist windig da. Nein, Nicaragua liegt zwischen Honduras und Costa Rica, also wirklich so in der Mitte eigentlich von dem Streifen zwischen Nord- und Südamerika. Also man tut es ein bisschen als Lateinamerika bezeichnen. Geografisch wahrscheinlich nicht korrekt, ist eigentlich Süd- und Nordamerika, aber so ein bisschen vom Einschätzen her ist es bei diesem Zeitraum her, in diesem Raum innen. Ist etwa 3-mal so gross wie die Schweiz, also 120'000 Quadratkilometer. Und hat aber nur 7 Millionen Einwohner, also ein bisschen weniger als die Schweiz. Entsprechend ist es viel weniger dicht besiedelt. Und das Land hat so eine Trapezform, kann man sagen, die leicht seitlich links steht. Also die Pazifikseite ist die kürzere Seite. Und dort ist eigentlich auch dort, wo der Hauptteil vom Land sich eigentlich befindet. Sprich, alle grossen Städte sind dort. Der Grossteil der Einwohner wohnen sind von hier, also Managua, die Hauptstadt hier, León, die wir besucht haben, die zu den grössten Städten ist, Granada, die zu den grössten Städten gehört, die wir besucht haben, ist auf dieser Seite. Und auf diesem Streifen hat es auch sehr viele Vulkane, also es ist so ein Vulkanstreifen, geografisch so gesehen. Von dem her ist es sicher auch die interessanteste Region zum Besuchen und die touristisch auch erschlossenste ist. Und wir haben ja eine lernen kennen, die in Deutschland ist aufgewachsen, aber Familie in Nicaragua hat. Und sie hat gesagt, sie sind bekannt, Leute aus Nicaragua, die sich Nicas nennen, dass sie eben sehr feurig sind und Mitgrund sind, weil es so viele Vulkane hier rundherum haben und einfach von dieser Erde her die ganze Energie so sprudelt. Ja, voll. Ja, Vulkan ist ein gutes Stichwort zu León, weil schon bei der Einreise, also auf der Fahrt haben wir schon ein paar Vulkane gesehen. Wir wissen nicht genau, welche sie sind und wie sie geheissen haben, aber es hat eben wirklich sehr viel auf dieser Strecke. Und das ist auch eine bekannte Aktivität, wo wir dann darauf zurückkommen, die man in León machen kann. Ja, gehen wir dann auch noch darauf eingehen, auf die. Vielleicht kurz auf León noch zu kommen. Es ist eine der grössten 7 Städte in Nicaragua, ist im Nordwesten angesiedelt und hat ein bisschen mehr Einwohner als Bern. Also ein bisschen ein Anhaltspunkt. Also es ist schon noch gross eigentlich. Es ist eigentlich wieder so eine recht typische Kolonialstadt. Es hat mich jetzt recht an Antigua erinnert, so vom Baustil her. Hat wieder viele farbige Häuschen. Und eigentlich die meisten Gebäude eigentlich sehr gut restauriert, weil man halt auch merkt, was der Tourismus hertreibt, dort gibt es Geld, dort kann man halt die Gebäude so erhalten. Und was halt auch speziell war, wir waren gerade vor Weihnachten dort und es hat enorm viel Weihnachtsschmuck gehabt. Und da kennen sie eigentlich wirklich keine Grenzen. Also in allen Farben hat es Lämpchen und Lichtchen und um die Kirche herum hat es etwa 5 verschiedene Krippen aufgestellt. Ich weiss nicht, ob das so eine Challenge oder so war, zwischen den Leuten dort, wer die beste Krippe aufbauen kann. Aber es ist halt wiederum sehr ich bin in eine Palmenwelt reingelaufen. Es ist sehr ein katholisches Land. Und wir sind aber trotzdem irgendwie nicht so in Weihnachtsstimmung gekommen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also die Zeit vorher war halt jetzt ziemlich stressig im Sinne von halt reiseintensiv. Eben die Reise von Belize jetzt bis dorthin waren 5-6 Reisetage. Hey! Hey!
gerade bekannt aus einem Hostel noch getroffen. Ich habe nicht Genau. genau gewusst, ob ich es ansprechen oder nicht. Aber nein, aber es war eine intensive Zeit gewesen. Und dann sind wir im Hostel angekommen, haben auch noch nicht so wie einen richtigen Kern gehabt, wie letztes Jahr in Pai irgendwie. Und dann jetzt so, ja, im Hostel machen sie Weihnachtsessen, es war herzig, versuchen es irgendwie. Aber es ist uns nicht so ganz übergesprungen, der Funke auf uns. Und wir haben auch dann, glaube ich, noch einen komischen Tag, wo viel organisieren, Zeug und Wäschen. Und wie Larissa gesagt hat, das ist, glaube ich, der unweihnachtlichste 24. den ich je hatte. Das ist so. Und am Weihnachtstag selber sind wir dann natürlich ganz schick im McDonald's noch zu Mittag essen. Wir haben beide Lust drauf gefunden, warum nicht? Weil es ganz viele Sachen halt zugekamen, aufgrund der 4 Tage, aber die Fastfood-Lokale waren immer offen. Und wie du hast gesagt, am Abend hat es dann ein Christmas-Dinner gegeben im Hostel und wir haben dort auch ein paar coole Leute lernen kennen, wo wir eigentlich einen mega schönen Abend haben zusammen verbracht haben. Und es hat so ein 3-Gang-Menü gegeben. Zuerst hat es Chilaquiles, eine Art und Weise gegeben, so eine kleine ähnliche Form. Eine Sopa, hat die gesagt. Eine Sopa mit Schon? Tostadas, ja. Okay. Ja. Und dann hat es einfach Fajitas gegeben, so wie man es aus der Schweiz auch kennt. Und dann noch als Dessert so Schoki Brownie mit Glasse. Ja. Und ja, es war ein gemütlicher Abend, aber eben, wie gesagt, weihnachtlich sind wir nicht so unterwegs gewesen. Nicht ganz. Ja, was mir sicher das bekannteste ist zum Machen hier in Leon, gut unter den Backpacker, aber auch unter Leuten, die sonst besuchen kommen, ist das Vulkano-Boarding. Und das ist ganz einfach erklärt. Eigentlich tut man einen Vulkan runterschlitteln. Das kann man, glaube ich, am meisten damit vergleichen. Also weniger mit Snowboarden zu tun oder mit Sandboarden, die ihr vielleicht schon gesehen habt bei uns. Sondern man hat so einen Schlitten, wie man ihn von ganz früher kennt, einen Holzladen, der vorne ein bisschen gebogen ist, damit man eben runterrutscht. Und man hockt dann hinten drauf und rutscht dann so einen Vulkan ab. Der Vulkan kann man runterrutschen, weil das Gestein sehr fein ist. Also es ist so ein bisschen etwas zwischen Sang und Käse, hätte ich jetzt gesagt, irgendwo. Gut, kommen wir dann mal darauf zurück, für die, die es jetzt nicht so gut verstanden haben. Ich will mal das grobe Anfang erklären und dann kommen wir noch mal darauf zurück, wie es genau funktioniert. Ja, und dann kann man dort auf die Tours gehen, rutscht dort der Hocker ab und das ist dann hauptsächlich die Aktivität. Und da gibt es verschiedene Anbieter natürlich, wie immer, die das anbieten. Wir haben uns für Bigfoot entschieden, weil das so ein bisschen einen Party-Twist drin hat im zweiten Teil und ein bisschen die bekannteste und anscheinend, wie sie sich auch gerühmt haben und gebrüstet haben damit, das Originale ist. Die Original. Die es erfunden haben. Wir reisen eigentlich dorthin mit so einem Chicken Bus. Chicken Bus, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erklärt haben. Das sind eigentlich so die wiederverwendeten alten Schulbusse von USA, die sie hier eigentlich als öffentliches Verkehrsmittel brauchen. Und wir sind dann in so einem zu dem Vulkan Cerro Negro hergefahren. Es ist schon die ganze Das heisst? Das ist eine gute Erklärung. Schwarzer Hügelberg. Genau, schwarzer Hügelberg. Und jetzt seht ihr in den Bildern, warum der Name sehr offensichtlich ist. Und schon als wir hergefahren ist ganz laute Musik im Bus gelaufen. Wir haben gedacht, was haben wir uns da wieder angemeldet? Mit 12 Uhr am Mittag oder so. Also ja, wirklich ohrenbetäubend. Auf jeden Fall sind wir dann dort angekommen. Und es war noch so eine kleine Wanderung drin, respektive mehr so eine Vulkanbesteigung, die irgendwie 3-4 Stunden ist gegangen. Unten hat man den Schlitten ausgehändigt bekommen, den musste man dann auftragen. Und auf dem Weg dorthin hat es verschiedene Aussichtspunkte gegeben, weil rundum hat es noch mehrere Vulkane gehabt. Und der Vulkan Cerro Negro ist einer der jüngsten der Umgebung und darum hat er eben eigentlich auch noch keine Vegetation rundum, weil die Vegetation tut sich halt dann erst bilden, wie eben der fruchtbare Boden mit Lava, Vulkanausbrüchen, wie auch immer, so kann gedeihen. Und darum ist der halt sehr speziell, weil er einfach ganz schwarz ist. Genau, also all die Höcker, die ihr drumherum seht, die grün sind, das sind so gesagt der Cerro Negro in etwa 2000 Jahren aus, weil das Ganze ein bisschen bewachsen ist, weil das wissen wir, glaube ich, aus der NMM 4. Klasse, dass Vulkangestein sehr gut ist, sehr gut, also wie ein Dünger hat oder sehr gute Sachen drauf wachsen. Genau. Aber es braucht natürlich extrem viel Zeit, bis sich dort auf diesen Steinen schlussendlich Sachen bilden können. Und du hast vorhin gesagt, eine Wanderung, Gurten ist schon, also eine Gurtenwanderung ist länger, also von Gurten auflaufen geht länger, von dem her ist jetzt nichts mega anstrengend. Das Mühsamste ist halt einfach der Meter langen Schlitten muss auftragen, aber sonst ist es jetzt nicht mega anstrengend von dem her. Wir müssen aber geschlossene Schuhe haben für das Schlitteln, das ist sicher wichtig. Und was auch sehr cool war, dass der Vulkan ist nicht ein Vulkan, sondern es sind total 5 Vulkane.
genau, die dort eigentlich sich unter diesem Riesenhocker befinden. Also es ist wahrscheinlich definiert, einfach, wie viele Löcher das jeweils waren und dort schon mal Magma ist rausgekommen. Und sieh YouTube, Damien! Und was halt auch sehr interessant ist, es sind alles aktive Vulkane. Also das letzte Mal ist der in den 90er Jahren ausgebrochen, der Cerro Negro. Da haben wir ein bisschen weniger Verkehr. Und genau, das letzte Mal ist der in den 90er Jahren ausgebrochen, aber er ist nach wie vor aktiv. Das hat man auch gesehen, als man hochgelaufen ist, hat es mehrere Stellen gehabt, wo es rausgedampft hat, wo man nicht betreten durfte, weil das halt giftige Gase sind für uns. Und was ich mega eindrücklich gefunden habe, hat der Guide plötzlich gesagt, wir sollen mal mit unserem Fuß so in Sand reinreiben oder so eine Delle machen im Sand. Die oberste Schicht von den Steinen fortkratzen, sozusagen. Und dann hat er gesagt, gut, spürt jetzt mal. Und dann war es einfach heiß gewesen. Und das hast du in der Oberfläche nicht gespürt, weil es halt mit dem Wind wieder abgekühlt hat. Aber dort hat man gemerkt, auf was für aktivem Boden man steht. Ja, das war wirklich sehr beeindruckend. Ich habe gesehen, die Feuchtigkeit war wahrscheinlich auch irgendwie auch drin war. Der Boden war auch viel dunkler gewesen. Und sehr beeindruckend gewesen. Von dem her, das ist das Coole dieser Tour. Es geht nicht nur um das Schlitteln, sondern es ist wirklich so eine schöne Wanderung, in Anführungszeichen. Schöne Aussicht etc. Wo wir am Schluss auch noch etwas Kleines essen. Von dem her, es ist also nicht nur das Schlitteln. Weil sonst ist es schon eher kräftig. Es hat $44 gekostet, also knapp 40 Franken. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu dieser Hauptaktivität, die sicher sehr viele von euch auch schon gemacht haben, die da waren. Und zwar eben das Vulkanoboarden. Man bekommt dort Overall, so einen richtig sexy, viel zu dicken, viel zu heissen Anzug muss anlegen, den man natürlich schützen soll. So ein bisschen amerikanischer Gefängnisstil. Ja, genau, das orange-schwarze hat es gehabt. Ja. Muss dann anlegen und das ganze Zeug drunter packen. Also man hat so ein Rucksack, das man anlegen für drunter. Und bekommt dann sehr umfangreiche Safety Instructions, was du genau machen musst, wie du steuern kannst, wie du schneller gehst, wie du langsamer gehst, wo hocken, wo nicht. Und das ist wirklich sehr ausführlich gemacht. Und dann ist es darum gegangen, es waren auch fast 40 Leute, hätte ich gesagt, 30, 40 Leute. Sie haben sich dann aufgeteilt auf 3 Bahnen und haben sich dann dort das Loch abgeworfen. Teil ein bisschen schneller und Teil ein bisschen langsamer. Also am Anfang muss man natürlich reinkommen. Teil haben ein bisschen zu fest bremsen am Anfang. Also ich habe nicht zu fest unabsichtlich bremst, sondern ich habe willentlich mehr bremst. Weil der Guide hat gesagt, ab der Mitte des Vulkans wird es dann steiler und man kann dann die Geschwindigkeit nicht mehr abschrauben, sobald man wie den Teil überschritten hat. Dann bin ich so die zweite Hälfte, die dann steiler wird. Und dann bin ich so, okay, ja, dann gehe ich mal nicht schnell rein. Ich muss sagen, mir ist es eigentlich genug schnell gegangen. Ich habe nur den ersten Teil darum gesehen und die, die aus der Aufnahme gesehen, es ist... es ist eben 2 km. Im Geraden würdest du schlitteln, würdest du so aussehen. Ja, aber wir sind am Anfang also auch nicht wirklich vorwärts gekommen, weil es halt dort noch nicht steil war. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich nicht in einer sehr übersetzten Geschwindigkeit den Berg ab, sondern mit Höchstgeschwindigkeit von 27 km/h. Ich habe nicht 28. Oder 28 hast du sogar gehabt, ja. 28, okay, gib dir noch den km/h. Okay, 28 km/h. Und wir haben schon von Anfang an gewusst, die schnellste und die langsamste Person bekommt irgendeinen Preis. Die gewinnen etwas. Und dann habe ich gewusst, der Erik schlittert dann nach mir oben runter. Ich bin unten gestanden mit anderen Geräten. Dann sagt plötzlich der Guide, «Geht da auf die Seite!» Und ich so, «Oh mein Gott, was kommt da für eine Roadie oben runter?» Ich wollte eigentlich filmen. Und dann sehe ich plötzlich so, je näher die Person kommt, klar, es ist Erik, der da Vollgas runterdonnert. Ich konnte noch in den letzten Sekunden aufnehmen, aber man sieht deine Geschwindigkeit definitiv zu wenig. Also, es hat wirklich nur gestäubt neben dir, hat den Sand aufgewirbelt und du bist dann schlussendlich der Sieger von dem Ganzen mit 77 km/h. Das war überhaupt nicht das Ziel von mir, aber ich wollte wirklich schauen, wie schnell kannst du wirklich fahren. Die schnellste, ich glaube, über 100 km/h, also der Rekord, der jemals gebrochen wurde. Das ist dann nochmal eine andere Geschwindigkeit. Aber ich muss sagen, eben, jetzt vom Schlitteln kann man es halt ein bisschen abschätzen, wie schnell das es tut. Und auf dem Snowboarden muss ich aber sagen, dass man wesentlich weniger Kontrolle hatte eigentlich. Ja, sie hätte gerne noch schneller wollen, aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt noch die Füße mehr lüpfe, habe ich wirklich keine Kontrolle mehr. Und dann wird es gefährlich. 1, 2 hat es glaube ich getischt vor der Gruppe. Und das so richtig, ja. Also es hat noch nichts gemacht, aber es hat sie gut überschlagen. Von dem her, ja. Und wir haben auch eine lernen kennen, die die ganze Sache
nicht so vorsichtig ist angegangen und dann mit einer Halskrause ein paar Tage rumgelaufen. Stimmt, genau. Also ich glaube, man muss sich einfach selber ein bisschen, bewusst sein, wie schnell traut man sich zu. Man kann langsam runterfahren, so wie ich, und noch ein bisschen die Aussicht genießen, oder man kann einfach runterdüsen und ja, aber es gibt die verschiedenen Positionen auf dem Brett, wo du reinnehmen und so Geschwindigkeit kontrollieren. Ja, schade ist ein bisschen, dass es halt nur eine Runde geht. Also ich wäre wirklich sehr gerne nochmal gegangen. Ist aber so vom Tour her und so, es passt halt auch rein. Und die Leute sind jetzt auch nicht so gut zu Fuß gewesen. Von dem her würde es auch zu lang ziehen, da zweimal raufzugehen. Ja, aber, wie es vorhin erwähnt, wir haben eine Partytour verwünscht, oder bewusst verwünscht. Schlussendlich bist du dann zurückgefahren, das Licht ist abgestellt worden, das langweilige und das schöne Partylicht angelassen, die Musik aufgetragen worden. Und ja, dann haben sie dort die Party gestartet. Hat eigentlich ein gutes Fest sollen geben, am Abend, als wir zurück im Hostel waren, wäre natürlich nahtlos weitergegangen. Leider hat es einen Stromausfall gegeben für 2 Stunden und ich habe noch nie so eine Partybremse erlebt wie dort. Also wenn innerhalb von 2 Stunden die ganze Stadt keinen Strom mehr hat, dann ja, ist die Party dann auch gelaufen gewesen. Daher ja, haben wir dafür ein bisschen erholten am nächsten Tag schon wieder an die nächste Station gehen können. Haben wir nicht noch das Pubcrawl gehabt? Das ist am nächsten Ort. Das ist am nächsten Ort. Ja. Also gut, dann kommen wir doch zum nächsten Ort. Es ist nämlich manchmal so ein bisschen schwierig, weil jetzt der nächste Ort, wo wir her sind, ist Granada, wo aber vom Ortsbild her eigentlich sehr ähnlich ist wie Leon. Also eben wieder die farbigen Kolonialstadthäuser. Sehr schön, wir waren in einem coolen Hostel, Boca en Boca hat es geheissen. De Boca a Boca und das andere heisst Poco a Poco hat es geheißen. Die haben fast genau gleich geheißen. Also von Mund zu Mund hat es jetzt geheißen, genau. De Boca a Boca. Und das ist so das Hostel eigentlich to go, wo wir dort sind angekommen und unser Dorm haben bezogen, haben wir uns zuerst ein bisschen gefragt, was wir da genau gebucht haben, weil es eine kleine Höhlenoptik hatte, schlussendlich sehr gemütlich war. Wir haben auch dort eigentlich wieder viele coole Leute lernen kennen. Und Granada selber haben wir schon jetzt nicht so viel noch rundherum oder so erkundet. Einfach mehr so ein bisschen durch die Städte gelaufen, eben noch ein bisschen lädeln, so ein bisschen so. Genau, es ist ein schönes Städtchen am See. Nicaragua ist ja von 2 Seen eigentlich gelöchert, sozusagen. Die inoffiziellen Namen sind Managua-See und Nicaragua-See. Und an diesem Nicaragua-See liegt Granada. Da gehen wir aber nicht groß drauf ein, weil wir gehen jetzt am nächsten Tag noch an den See her und nehmen sie dort auf. Was sicher sehr bekannt ist, und sorry Papi, es geht ja schon ein kleines Fest, ist die Treehouse Party. Das ist ein Hostel, das so ein bisschen im Dschungel liegt, eine halbe Stunde von Granada, am Vulkan an. Und dort hat es einmal in der Woche so eine Party, ein Rave, wo halt schon sehr speziell ist, wenn du dort im Dschungel raus bist und so ein Festchen gibt, das sicher sehr bekannt ist. Und wenn ihr das machen möchtet, schaut früh genug für Tickets, weil wir haben auch noch von den letzten verwünscht hatten. Ja. Und auch wenn man in diesem Hostel bleiben will, muss man definitiv genug früh schauen, weil wenn du jetzt schaust, ist es Wochen im Voraus eigentlich ausgebucht. Genau, also das Treehouse. Und was sehr recht speziell ist bei diesem Treehouse, ist wirklich eigentlich eine Wanderung, auch dort, was ich nicht erwartet habe. Obwohl Treehouse, gehen wir davon aus, irgendwo oben in der Baumkrone sitzt. Und was sehr, sehr speziell und schön war, es hat 2 Dancefloors gehabt, die mit einer Hängebrücke, wo ganz viele Lichter drauf waren, verbunden waren. Ja, es ist mit sehr viel Liebe gemacht, das Hostel. Wir sind noch jetzt bei Nacht gesehen, aber sicher Empfehlung wert, das zu besuchen. Ja, ein Pubcrawl kann man dort noch machen, da müssen wir nicht zu fest drauf eingehen. Es war jetzt nicht mega Spezielles, es ist wie ein Pubcrawl wie jedes andere, wo jeden, was war es? Sonntag, Samstag, Freitag, irgendein Wochentag stattfindet. Von dem her. Per Zufall dieser Zeit könnt ihr gerne mit und immerhin jetzt mal einen fairen Preis geben, $5. Sonst sind die aber ziemlich überteuert. Das ist so. Und schaut, die Pubcrawls sind halt immer sehr cool, um ein bisschen mit neuen Leuten zu connecten, weil man halt sich automatisch immer irgendwie fortbewegt in eine andere Bar, in einen anderen Club und das so ein bisschen Gruppen durchmischt. Das finde ich aber echt cool. Ja, wir haben dann von dort unsere Reise vorgesetzt, an den Ort, wo wir jetzt sind, für das neue Jahr zu feiern und zu verbringen. Wieder an einem Strand. Jetzt waren wir eine Zeit lang nicht mehr am Strand eigentlich. Also ein Zeitchen, ein bisschen mehr als eine Woche. Ein bisschen mehr, fast 2 Wochen sind wir nach Quicolqui schlussendlich nicht mehr am Strand gewesen. Das ist hier in San Pedro del Sur. Hier hinten sieht man es. Das ist das Städtchen selber, ist aber nicht der Ort, wo man hauptsächlich geht baden jetzt für einen Strandtag. Aber wie gesagt, da kommen wir nächste Woche drauf zurück. Und ich euch nächste Woche erzählen vom Neujahr und würde jetzt noch mal heute schnell, das haben wir noch, Reisetipps. Genau, auf
auf einen Reisetipp. Oder nein, haben 2 Reisetipps. Ich habe einen aufgeschrieben, ja, Schon das hast du noch gar nicht gesehen. Gut, und zwar der erste geht Credits raus an Hofer. Also der Dominik Hofer, mit dem ich geshootet habe, jahrelang und uns verfolgt. Anscheinend hat mir den geschickt. Und zwar Währungsumrechner. Das ist jetzt nicht also speziell, das Winter ziemlich. Ziemlich, also nichts Spezielles. Genau. Was aber mega gäbig ist der Hate, alle, die ein iPhone haben. Sorry, Android-User, vielleicht geht es dort auch. Und zwar, wenn ihr unten links auf das, also den Rechner öffnet und unten links auf das Rechnerbildchen klickt, auf das Icon, könnt ihr dort den Währungsumrechner einstellen. Und dann habt ihr auf dem Handy immer, ohne ein zusätzliches App herunterzuladen, Währungsumrechner drin. Und das haben wir bis jetzt nicht gewusst. Nein. Alle möglichen Währungen, nicht nur Ja. die Standardwährungen. Ja, so wie es aussieht. Und das Okay. würde jetzt Apple schon zutrauen. Ja. Sind dort drin. Und eben, also merkst du das auch, Larissa hat es noch nicht gewusst. Nein. Das hast du noch mehr geschickt. Und von dem her tun wir den euch weitergeben. Wir haben so einen Reel aus, also das ist nicht von uns. Aber ja, merci mal, Hofer, für den Reisetipp. Danke schön. Weil wir hatten einfach eine App, die eigentlich auch sehr gut funktioniert. Aber natürlich, wenn man dann nicht noch ein weiteres App wieder braucht, ist das sehr gäbig. Genau. Haben wir noch Zeit für meinen Reisetipp? Ah ja, machen wir noch rein. Also, das ist ein kurzer Reisetipp. Nämlich, was wir jetzt so ein bisschen gelernt haben, wir essen hier recht viel die Cup Noodles oder Maruchan heissen sie hier auch, was echt die Hauptmarke ist, wo das so ein bisschen dominiert. Und was wir gemerkt haben, wir kommen oft teilweise an Orten an, wo wir nicht so einfach irgendwie dazu essen kommen oder einfach mal Hunger haben oder einen Snack am Abend noch wollen. Und dann eignet es sich super, wenn man einfach immer so eine Cup-Nudel auf Reserve hat. Also ein Kübeli mit heissem Wasser. Und manchmal, wenn es kein heisses Wasser hat, kann man einfach kaltes Wasser rein tun, das Kübeli in die Mikrowelle stellen und dann hat man einen kurzen Snack, der man überbrückt bis zum nächsten Morgen. Genau. Gut. Ja, ich glaube, das wäre es mit meinem Reisetipp. Ja. Machen wir heute mal eine kleine kürzere Episode. Wir müssen auch nicht allzu fest ins Detail gehen, glaube mit Weihnachten und Zeug. Es ist, wie gesagt, nichts Spezielles gewesen. Unspektakulär. Von dem her müssen wir es nicht künstlich in die Länge ziehen und würde sagen, wir euch nächste Woche erzählen von hier, von San Pedro del Sur und, ich hoffe, ich schaffe es richtig zu sagen, Ometepe. Ich bin mir im Fall nicht ganz sicher, ob wir es immer falsch haben gesagt oder ob es Ometepe ist. Ometepe. Eins von beiden, wir finden es raus, bis wir fertig sind. Die anfangen zu schauen, es ist die kleine, oder auch einigermaßen grosse Insel in der Mitte von dem grossen See von Nicaragua, also vom Nicaragua-See, wo noch andere lokale Namen hat, aber wir euch dann nächste Woche darüber berichten. Also, in diesem Fall, wir sehen sich nächste Woche wieder und gute Woche, guten Start ins neue Jahr, können wir noch sagen, oder? Guten Start ins neue Jahr. Tschüss Tschüss zusammen.